Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch einladen zu einer kleinen Rundtour rund um die Heimat von Karl August Nendl und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Unseren Startpunkt für diese reichlich 6 Kilometer lange Tour finden wir im Lößnitztal zwischen dem uns bereits bekannten Hetzdorf und Eppendorf. Genau genommen am früheren Schwarzen Bruch. Euch kommen Erinnerungen? Richtig, hier waren wir bereits gemeinsam unterwegs, doch dazu später mehr. Denn bevor wir inszenieren über früher kommen, laufen wir los. Zunächst ein kleines Stück auf der Straße in Richtung Eppendorf, queren die für das Tal namensgebende Lößnitz, ehe wir mittels des zweiten Weges rechts in den Wald abtauchen. Die Markierung lautet in Richtung Leubsdorf-Kolonie. Wenige Meter nutzen wir den breiteren Weg, ehe wir auf der linken Seite am Hang ein Geländer entdecken. Selbiges ist inzwischen leider genauso angenagt wie die Treppe, dennoch müssen wir dort hochsteigen. Vor allem bei Feuchtigkeit und Nässe ist Vorsicht die Devise. Doch beim Hochsteigen entdecken wir ein uns gleichfalls bekanntes Symbol. Richtig, der Rundweg ums Bergmännel Eppendorf, welches natürlich auch ganz eng mit Karl August Nendl in Verbindung steht. Zum Glück gibt es nicht viele der maroden Stufen, so können wir bald den Hochwald mit seinen Schätzen und Ruhe genießen. Wie ihr seht, ist die Wegführung ziemlich einfach. An der ersten größeren Kreuzung behalten wir beispielsweise die Laufrichtung bei. Ist euch die Sache jedoch nicht geheuer, dann ladet euch einfach die GPS-Daten herunter. Diese findet ihr wie üblich in der Beschreibung unter dem Video. Schlussendlich stoßen wir nach knapp 1,5 Kilometern auf die Straße. Ein Grund zur Sorge ist das jedoch nicht. Wir folgen dieser lediglich knapp 100 Meter rechts und dürfen nach links in die Landwirtschaftsstraße einschwenken. Zur Orientierung nutzen wir den gelben Strich bzw. weiterhin Leubsdorf-Kolonie. Zwar wartet hier ein weiteres Mal Asphalt, dafür erneut Ruhe und in der Regel keinerlei Fahrzeugbelästigung. Und der Blick über die Felder lässt uns den Straßenbelag allemal vergessen. Kurz vor den Stallungen sollten wir ein wenig Acht geben. Wir verlassen nämlich hier den Bergmännel-Rundweg und biegen nach rechts, weiter gelb, Richtung Augustusburg ein. Alle mit Asphalt geschädigten Füße dürfen hier wieder aufatmen. Und gut durchatmen kann man bei diesen schönen Anblicken allemal. Zumal wir selbstverständlich auch von hier die in unserer Region so oft präsente Augustusburg erneut geboten bekommen. So erreichen wir völlig entspannt den Ortsrand von Leubsdorf. Und ihr fragt euch, ob euch auch hier die Bilder bekannt vorkommen? Richtig. Auf unserer Runde um das vor uns liegende Leubsdorf sind wir auch hier oben entlang gelaufen. Wem die heutige Rundtour also zu kurz erscheint, der kann selbstverständlich beide Runden miteinander verknüpfen. Jetzt biegen wir jedoch nach rechts ab und wie zu lesen ist es bis zur Oberschar lediglich noch 1 Kilometer. Also weiter geht's. An der Hauptstraße angekommen, gehen wir diese weitere 100 Meter, kosten noch einmal den herrlichen Blick auf die Krone unseres traumhaften Erzgebirges aus, ehe wir nach rechts abbiegen, nämlich in die Heimat und zum Wohnhaus von Karl August Nendl in die Oberschar. Sagt selbst, sieht das hier noch Idylle aus? Eigentlich bekommt man hier richtig Lust auf Urlaub. Nach wenigen Metern in der Senke angekommen, müssen wir eigentlich links in den Feldweg einbiegen. Aber richtig, was ist nun mit Nendls Wohnhaus? Selbiges ist heutzutage ein ganz normales Privatgrundstück.
Deshalb gibt es leider nichts zu sehen. Was es mit Nendl und dem nach ihm benannten Weg auf sich hat, habe ich euch bereits bei der Rundtour zum Bergmännl erzählt und mit Wiederholung möchte ich euch nicht langweilen. Also bleibt nur eins, ein letzter Blick auf diese lebendig gewordene Urlaubsidylle und weiter geht's dem Feldweg folgend. Vorbei an 2 lauschigen privaten Teichen dürfen wir uns an dieser schönen Wiesenlandschaft erfreuen. Im nächsten kleinen Wäldchen angekommen, heißt es erneut aufgepasst. Wir biegen rechts ab. Der Weg geradeaus verliert sich nämlich am Ende im Nirgendwo. Nach einer leichten Steigung bekommen wir zwar erneut schöne Ausblicke in Richtung Lößnitztal geboten, aber der Weg selbst ist nur wenig begangen und wie ihr seht, kurze Hosen werden hier eher weniger angebracht. Dann wartet quasi ein Stolperstein auf uns. Der Waldweg rechts sieht nämlich verlockend aus, führt aber auch ins große Nichts. Wir folgen tatsächlich dem Waldrand weiter, auch wenn es auf der Wiese nicht unbedingt wie ein gangbarer Weg aussieht. Umso erstaunlicher, nach wenigen Metern Wiese erreichen wir erneut einen richtigen, breiten und gut gangbaren Waldweg, welchen wir nach unten folgen. Im Tal angelangt, stoßen wir auf ein weiteres Stück guter alter Heimatgeschichte. Beinahe wäre ich in der Versuchung zu sagen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Leider nichts. Denn wir befinden uns direkt auf der Trasse der guten alten Schmalspurbahn Hetzdorf-Eppendorf-Großwalderstorf, welche zumindest in diesem Bereich zum Weg umfunktioniert wurde. Links könnten wir runter zur Tannenmühle gehen, früher vor allem für die Fans von erzgebirgischer Kunsthandwerk eine gute Adresse, wollen wir aber heute nicht, sondern nach rechts zu unserem Ausgangspunkt. Immerhin können wir schön davon träumen, wie dereinst die gute alte sächsische 4K hier entlang gedampft ist, bekommen einen Blick auf die Lößnitz geboten und das eine oder andere schöne Naturmotiv am Wegesrand. Die alte Schmalspurbahn dampfte dereinst die Straße quernd in den gegenüberliegenden Wald hinein, ihrem Ziel bzw. Zwischenziel Eppendorf immer näher kommend. Start und Ziel unserer Wanderung sind sogar noch näher, denn diese Straße ist die Talstraße, welcher wir links noch 300 Meter folgen und wieder den Schwarzen Bruch erreichen.